Hallo und herzlich willkommen bei Pasquali Talks. Ich bin Paul Pasquali, der Gründer von Pasquali. Bei uns dreht sich alles um unsere Garne, Designs und die ganze Geschichte dahinter. Dann legen wir los. Hi, ich bin Paul Pasquali, der Gründer von Pasquali. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und vielen Dank dafür, dass ihr unser erstes Video seit einer langen Pause euch anschaut. In unserem ersten Video würde ich gerne etwas über mich erzählen. Ich bin in Argentinien aufgewachsen, ich habe 2 Kinder und ich kam nach Deutschland in 2003 und in 2008 habe ich die Firma Pasquali gegründet. Die Idee dahinter war, Farmen und Unternehmen in Argentinien zu unterstützen und dabei Wolle in Deutschland zu verkaufen. Klar, die Geschichte ist viel länger, aber ich mache das etwas kurz für euch. Am Anfang war die Firma ganz klein und erst in 2006 haben wir zuerst Mal auf der Messe in Köln, HH Cologne, unsere Produkte vorgestellt und uns weltweit gezeigt. Und da ist die richtige Geburt von Pasquali. Hinter der Marke Pasquali steckt Premium-Qualität und Nachhaltigkeit. Unser Sortiment besteht aus Strick- und Häkelgarne von Alpaka, durch Merino, bis zu Kaschmirwolle, sogar bis zu Vicuña. Wir haben aber auch pflanzliche Garnen aus Meeresalgen, Baumwolle und Leinen zum Beispiel und viele Geschichten dahinter. Und das möchten wir euch in unseren nächsten Videos zeigen. In unserem Kanal werde ich immer wieder neue Gäste haben und keine Angst, jemand wird bei mir fast immer dabei sein und das ist unsere Marisa, unsere Sales Managerin International. Hallo Marisa. Hi Paul, ich freue mich hier zu sein. Ich habe schon ganz bisschen über mich erzählt. Ich würde ein bisschen auch über dich hören. Ja, klar. Kannst du ein bisschen über dich erzählen? Was sind deine Hintergründe, weil du bei Pasquali nicht direkt beim Sales angefangen hast? Ja, das stimmt. Ich habe was ganz anderes studiert und gemacht in meinem Leben vor Pasquali. Ich habe Linguistik studiert und ich wollte immer Bücher schreiben, sodass Leute Sprachen lernen können. Und dann bin ich verheiratet und bin ich nach Deutschland gekommen und meine Tochter ist geboren und dann, ich wollte nicht so viel arbeiten. Ne? Also welches Jahr war das denn? Als ich hier gekommen bin? Als bei uns angefangen hast? Das war vor Corona, Kurz 2020. 2020. Das war okay. Eine Herausforderung. Ja, aber die Geschichte ist auch lustig, finde ich, weil, erzählst du mal einfach. Ich stricke seit ich 16 Jahre alt bin. Also das ist mein Hobby. Ne? Und dann habe ich eine Bekannte von mir, hat einen Garnladen in Köln und sie brauchte jemanden, die helfen könnte. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann helfen, ich kenne mich mit Garne, aber im Verkauf habe ich keine Erfahrung. Und da habe ich angefangen, ein paar Morgens, meine Tochter war im Kindergarten, dann könnte ich ein paar Morgens in der Woche arbeiten. Und dann kamen diese Pasquali-Garne. Und ich habe gedacht, die kommen aus Italien. Und dann habe ich gedacht, ja, die sind so schön, ich muss nach Italien reisen. Und meine Freundin hat gesagt, nein, das ist ein junger Mann, der arbeitet hier von Köln-Pulheim. Du kannst gerne ein paar Muster da bringen und dann kannst du ihn kennenlernen. Und dann bin ich tatsächlich zu dir gekommen und habe ich mit dir ein bisschen gequatscht und du hast mir erzählt, du kommst aus Argentinien. Wir haben auch Spanisch gesprochen, weil ich spreche Spanisch. Na genau, da wollte ich auch sagen, also unsere Muttersprache ist Spanisch. Wir haben uns jetzt für ein deutsches Format entschieden, genau, auf die Videos. Genau. Unsere alte Videos, falls ihr nochmal die Videos anschauen möchtet, sind auch zweisprachig. Jetzt ist aber nur auf Deutsch, weil wir also ein deutsches Unternehmen sind und mit der Übersetzung unten könnt ihr auch die Sprache auswählen, was ihr möchtet. Entschuldigung, habe ich unterbrochen, wollte ich das mal sagen. Ja, und dann habe ich Spanisch gesprochen. Ja, und dann habe ich dir einfach gesagt, guck mal, deine Garne sind so schön, ich bin einfach verliebt. Wenn du jemanden brauchst, die Englisch spricht und die in die Welt verkauft, ich hätte gern deine Garne überall in die Welt verkaufen können. Und dann hast du mich nicht angerufen, nix.
2 Jahre. Mhm. Ich habe gedacht, okay. Und dann kam diese E-Mail und du sagst, ja, ich brauche jetzt jemanden, jetzt ist der richtige Punkt. Und ich habe gesagt, okay, wo soll ich unterschreiben? So war das. So schnell war's. Ne? Ja. 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 Und auch eine tolle lustige Geschichte war, dass als ich den Vertrag unterschrieben habe mit ja. Arisa, ich sehe die Adresse und ich sage, die Adresse kenne ich. Ja. Und sie war die Nachbarin von meinem Onkel. Genau. Und wir haben uns schon damals auch kennengelernt Ja. auf der Messe. Auf der Messe, auf Ein Party. eine Party, bei auf der Party. Und ja, das ist Schicksal. Und jetzt bist du hier quasi meine rechte Hand und bringst unsere Garne aus alle verschiedenen Länder der Welt. Und erzähl vielleicht auch unsere Zuschauer, was genau deine Aufgabe ist. Weil Selbstmanager kann viele sein, aber was ist genau deine Aufgabe? Also ich bin zuständig für unsere internationalen Märkte und ich leite ein Team von Sales Reps in USA, in so, Kanada. Handelsvertreter? Handelsvertreter in USA, in Kanada, in Frankreich, Luxemburg, Belgien, Skandinavien. Ich fasse auch Texte für unsere Website und ich mache auch Übersetzungen in Englisch, in Spanisch und teilweise in Französisch. Ja, und das war's schon mit unserem ersten Video. Wir haben uns kurz vorgestellt. Unsere Videos werden jede 2 Wochen immer am Mittwoch veröffentlicht. Und sei bereit, weil unser nächstes Video geht direkt zu unseren Kaschmirwolle und dann haben wir sogar Gäste bei uns. Dann bitte folge uns, Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.